Hallo, willkommen auf unserem YouTube-Channel. Jetzt haben wir wieder mal ein deutsches Clip. Wir starten mit diesem Clip jetzt eine neue Serie. Wir wollen Produkte testen für Selbstverteidigung, Equipment für Kampfsport und Martial Arts. Ja, wir hoffen, dass wir da euren Geschmack treffen damit. Wir testen monatlich ein bestimmtes Produkt für Selbstverteudigung und hoffen, dass ihr viel Spaß habt dabei. Wir lernen auch immer wieder was dazu. Ja, danke auf jeden Fall und wenn euch das Clip gefällt, dann Daumen. Ja, unser erstes Produkt ist das Strobotan. Das ist ein neues Produkt, das ist ein taktisches, so eine taktische Flashlight. Ist ganz interessant von der Form her, von der Verpackung. Wir werden das dann auf Herz und Niere testen, was man alles damit machen kann. Und ja, dann nennt sie halt Strobotan. Ich weiß zwar nicht, was es kostet im Moment, aber da kann man sich sicher, wir blenden dann am Ende die Internetseiten ein, man kann dann schauen, wo man das beziehen kann. Wir haben nochmal so einen Prototyp und ich denke, so ein ganz interessantes Tool. Ja, was ist die Idee hinter so einem Tool? Erstens einmal, dass man das als Taschenlampen verwenden kann und zusätzlich natürlich als taktisches Selbstverteidigungsinstrument. Als Druck- und Schlagverstärker in Selbstverteidigungssituationen. Ich finde die Kombination immer gut, wenn man Licht mit einem Schlagverstärker verbinden kann, weil es natürlich auch für Frauen interessant ist, wenn sie in dunkle Ecken gehen, dort natürlich eine Lichtquelle haben mit ihrem Selbstverteidigungsgerät und das natürlich auch direkt zur Schlagverstärker bei heiklen Situationen verwenden können. Ja, ganz wichtig ist natürlich immer, wenn man sich so ein Produkt kauft, ist es ein legales Produkt oder ist es nicht erlaubt in meinem Land? Es ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Wenn ich es auf Reisen mitnehmen tue, dann ist es natürlich wichtig, dass ich mich informiere, ob ich sowas überhaupt mitnehmen darf. Bei uns in Österreich ist es so, dass das nicht als illegale Selbstverteidigungswaffen gilt. Aber es ist natürlich wichtig, wenn ihr eine Meinung habt, könnt ihr gerne dazu schreiben in unserem Feed, was ihr darüber denkt. Ja, zum Ersten, was mir jetzt einmal stark auffällt, ist diese Rippen, die da drauf sind, die dienen natürlich auch dazu, damit man da, wenn man schlagt oder drückt, nicht abrutschen kann. Vielleicht als kleine Anregung auch für den Strobotan, dass man vielleicht eine zweite Linie macht, noch, die ein bisschen dünner ist, weil wenn man kleine Hände hat, ist das nicht so gut zu greifen und es ist leichter zu verlieren, das Ding. Ja, was auffällt, ist natürlich die Konusform da und das ist dazu da, damit man die Lampen drinnen schützen wird. Es gibt zwei Funktionen dabei. Wenn man mal kurz drauf drückt, dann blinkt das Ding und wenn man länger drauf bleibt, dann leuchtet es. Also es gibt zwei Funktionen dabei. Finde ich sehr gut. Ja, und wir haben das auch getestet in einem dunklen Raum, dass man, wenn blendet, es gibt genug Licht, damit man jemand aus kurzer Distanz blenden kann damit. Also die Doppelfunktion finde ich sehr gut. Ist wie ähnliche Lampen. Der Unterschied ist, dass sie da das Glas geschützt hat und das Glas, wenn den Schlag nicht zerbrechen kann. Ja, was mir aufgefallen ist, dass beim Lieferumfang keine Tasche dabei war. Das heißt, man muss das ganze Ding möglicherweise bei sich tragen oder in einer Handtasche. Und da ist natürlich interessant, ob man das Ding auch leicht findet. Wir haben da so einen Tester gemacht, wo man das dann auch versucht, aus der Handtasche rauszufiltern. Und das ist natürlich jetzt im Stress nicht so einfach. Also sollte man auch schon in einer Position geben, wo man das immer leichter zur Hand hat, das Ding. Ein Punkt, was mir noch aufgefallen ist, wenn man schlagt mit dem Strobotan ist, dass das Licht sofort angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist oder ob das noch ein technisches Problem ist durch die Erschütterung. Ja, wenn es gewollt ist, ist es nicht schlecht in Wirklichkeit. Wenn nicht, dann sollte man das auch beheben.
Was? Ja, das war unser kleiner Test hier mit den, wie findet es in einer Tasche. Ich habe gesehen, es ist nicht so leicht, also wenn möglich immer schauen, dass wir den Gegenstand griffbereit haben oder auf einer Position, wo man relativ schnell wieder greifen kann. Der Lichttest war nicht schlecht. Ich finde, sie leuchtet nicht ganz gut Räume aus, aber in einer kurzen oder mittleren Distanz ist es sehr stark die Lichtquelle und blendet sehr gut und denkt, das kann man sehr gut auch zur Selbstverteidigung verwenden. Ja. Der Schlagtest war nicht schlecht, liegt ganz gut in der Hand. Ich würde es halt für kleine Hände schmäler machen. Und was mir halt aufgefallen ist, dass nach einem Schlag oder wenn man heftig schlagt, dass sofort das Licht angeht. Ja, der Härtetest ist auch sehr gut. Also diese konusförmige Form schützt natürlich das Glas. Ein bisschen ist es natürlich eindrückt, aber in der Realität wird man wahrscheinlich kaum auf Stein schlagen. Aber ja, sehr robust. Ja, der Test, jetzt, dass wir es am Boden geschmissen haben, ist natürlich auch ganz gut. Man sieht, dass das robust ist und halten tut. Hat ein paar Abschliffungen, ist aber natürlich eh klar. Aber ja, ist ziemlich wacker, hält sich unser Strobo da. Ja, und bei unserem Selbstverteidigungstest ist es natürlich auch durchgekommen, das habe ich auch nicht anders erwartet. Kann alles machen, was man braucht zur Selbstverteidigung und ja, durchaus verwendbar. Ja, grundsätzlich kann man sagen, der Vorteil von so einem Selbstverteidigungstool ist natürlich, dass es legal ist. Wenn man jetzt zum Beispiel den Kubotan nehmen würde, der würde in einigen Ländern nicht erlaubt sein. Und der ist auch dazu gebaut, um sich ja zu verteidigen. Da ist halt die Argumentation, dass man das auch natürlich als Taschenlampen verwenden kann. Und da gibt es einige, also es gibt die Tactical Pens und so weiter. Und ich denke, das ist eine gute Form und eine gute Möglichkeit, legal sich ja mit einem Selbstverteidigungstool auszurüsten. Ja, mein Fazit ist, ich finde das Produkt sehr gut. Ja, wie gesagt, ich würde vielleicht eine Version noch für kleinere Hände noch empfehlen. Es ist sehr interessant, eine andere Form von einer Flashlight. Es ist sehr robust und widerstandsfähig. Ich weiß natürlich nicht, was es kostet und kann ja nicht Preis-Leistung weiterempfehlen, aber muss man dann selber auch herausfinden. Ich kann es nur empfehlen, ist kein schlechtes Produkt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Neues präsentieren können und wir werden das auch mit anderen Produkten weiterführen, das Ganze. Wenn ihr Ideen habt, was wir noch testen könnten, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da Anregungen schickt auf unseren Feed. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt wieder mal Spaß mit einem deutschen Clip gehabt und ja, bis zum nächsten Mal. Danke.